Prayer. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf der Prayer Future Stage auf der Expo Real 2024. Mein Name ist Josef Kirschowitsch von MSL in Berlin und ich freue mich, die nächste Podiumsdiskussion mit Ihnen hier zu begleiten und moderieren zu dürfen. Ich freue mich sehr auf mein Podium mit Thomas Beierle. Thomas, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Gleich ein Hinweis, da oben steht Hochschule Biberach. Danke. Ja. Und außerdem freue ich mich sehr, dass Gabriel Kosicki, Gründer und CEO der Prayer, dabei ist. Hallo Gabi, schön, dass du da bist. Hi, guten Tag. So, wir haben gestern schon einen kleinen Marktausblick gehabt, jetzt gehen wir in den zweiten Tag. Wir alle haben schon erste Impulse gesammelt und ich frage direkt, Thomas, ein Tag Expo hinter uns, was bringt uns die nächste Zeit? Was sind deine Impulse, was sind deine Gespräche? Ich weiß, ihr lacht immer, wenn ich sage Bodenbildung, aber jetzt ist sie wirklich erreicht. Ja, so, ernsthaft. Heißt von der Logik her, die Auspreisungen sind erkannt. Sie werden noch nicht umgesetzt. Es wird also nicht wirklich massive NPLs geben. Und viele stellen Asset Manager ein, damit sie die Objekte, die sie nicht verkaufen wollen, weil sie nicht abwerten wollen und dürfen, im Endeffekt selber managen. Das klingt total kurios, was ich sage. Heißt aber ernsthaft, von der Struktur, glaube ich, ist das, was man sagen kann, 2024 ist die Stimmung natürlich wieder besser als die Lage. Das ist aber messespezifisch. Aber Letztes Jahr war die Lage schlimmer als die Stimmung? Ja, definitiv. Okay. Definitiv. Dieses Jahr ist die Stimmung immer noch gut, gehört dazu zum Sounding. Man muss ja nicht in Aschen gehen, aber es ist echt ein normaler Realismus eingekehrt, wo man sagen kann, jetzt haben wir es auch verstanden nach 2,5 Jahren Repositionierung. Aber ich möchte immer wieder darauf hinkommen, ich erwarte keine NPLs wie im letzten Zyklus, dass da jetzt Milliarden Opportunisten kommen und hier mit Abschlag von 70-80% was kaufen. Nehmen wir es mal Value Add, dann nehmen wir uns dem Thema eher, aber das ist das Neue an dieser Aufschwungsszenario im Moment. Bekommst du denn mit, nochmal eine Nachfrage, einfach weil das ja auch eine Investoren- und Transaktionsmesse mit, bekommst du mit, dass angelsächsische Investoren, asiatische, du warst jetzt auch in Asien viel, dass die auf Deutschland schauen oder sagen die, wir warten doch nochmal ab, auch was die Politik angeht? Brutale Antwort, wird ja nicht aufgezeichnet, ja. Es interessiert sich im Moment keiner für Deutschland, was jetzt erstmal ein Satz ist, der ist nicht so gemeint, wie er sagt, aber wir sind in der Wahrnehmung, lass uns in Deutschland investieren, nur attraktiv für diese NPLs, wo ich eben gesagt habe, Mensch, die gibt es aber in der Form gar nicht. Muss man ganz nüchtern sehen. Die argumentieren weniger mit den Objekten, die argumentieren wirtschaftlich. Also ganz klare Aussage, wenn wir halt der Vorletzte sind, dann muss man schon eine Fantasie nach vorne bringen für seinen südkoreanischen, brasilianischen oder Londoner Aufsichtsrat. Zweite Geschichte, die Preise sind halt einfach noch in den Büchern zu hoch, damit sich ein Einstieg lohnt. Ich lasse diese Diversifikationsaussagen aus, wir müssen in Deutschland 4%, weil der größte europäische Markt, das ist ja taktisch immer ganz richtig, aber im Moment muss ich ein relativ nüchternes Bild für Fresh Money sehen. Die drin sind, arrondieren ein bisschen, im Beispiel MEAG hat ja wahnsinnig viel zugekauft, als Beispiel jetzt nur ohne Pressemitteilung allerdings, ja. Also es läuft ja schon am Markt was, aber diese Aussage kommt nach Deutschland, weil wir die Größten sind neben London oder UK, die ist halt im Moment leider Gottes eher eine Geschichte, die wir erzählen, aber die nicht auf Widerhall findet. Dann umso wichtiger, Gabriel, dass wir den Blick nach vorne werfen. Was sind eigentlich für die nächsten Jahre, wenn du mal schaust, die Big Ideas, du hast dazu auch geschrieben, welche Punkte werden relevant sein, damit wir wieder interessant werden für Investoren, für internationales Kapital in Deutschland? Also wir hatten vor knapp 6 Monaten mal zusammengesessen und überlegt, okay, bald ist wieder Expo Real und wir machen ja traditionellerweise immer den Marktausblick fürs nächste Jahr. Jetzt hatten wir in unserem Research Lab, auch mit unseren Kollegen aus dem Marketing, lange überlegt, was macht denn Sinn? Macht es Sinn, über 2026 zu sprechen oder 2025 oder macht es überhaupt Sinn, mal über diese Dekade zu sprechen? Weil die Dekade selber ist eine ganz besondere Dekade. Die Dekade hat einen ganz besonderen Stellenwert, weil wir zum ersten Mal wieder eine Menge oder eine 2 Handvoll an Anzahl an disruptiven Technologien haben, die Märkte nachhaltig verändern. Das heißt, wir reden heutzutage viel über AI, weil das sozusagen ein gängiges Thema ist. Viele ChatGPT-Modelle gibt es, man versucht Automatismen abzubilden. Es gibt viel im Bereich Robotik, also Logistikhallen werden in den nächsten 4-5 Jahren größtenteils nicht mehr mit Menschen betrieben werden. Es gibt autonomes Fahren, was die Lebensräume innerhalb von Städten verändert, was die quasi den Wohlstand verändert, weil sozusagen auch bestimmte Stellen auch abgebaut werden, wie Taxifahrer etc. Das sind Themen, die stehen kurz davor und werden Lebensräume nachhaltig verändern. Das heißt, wir reden eigentlich darüber, wir müssen verstehen, was passiert denn mit
Büroräume in der Zukunft, was versteht mit den Logistikräumen in Zukunft, wie wird Wohnen neu gedacht, wie funktionieren Infrastrukturmaßnahmen und Verbindungen innerhalb einer Stadt. Das sind die wichtigen Themen, auf die man einen Blick werfen muss. Thomas, du willst direkt da einsteigen. Ja, sorry, das ist ja genau das Faszinierende. Ich habe ja taktisch auf 12 Monate geantwortet und er, also Gabriel, hat geantwortet auf die nächsten Jahre. Und das passt ja genau zusammen. Denn die Frage ist ja, mit dem, was du gesagt hast, unterschreibe ich wirklich blind. Und auch was ich gesagt habe, muss ich auch noch blind unterschreiben. Wie kriegt man das zusammen, dass die investieren möchten, das Risiko verstehen, was sie im Moment eingehen? Und zwar im positiven Sinn. Also das heißt, mir ist jetzt nicht Angst und Bange, dass da in 5 Jahren das Licht ausgeht. Im Gegenteil. Die Frage ist nur, einige von den Megatrends werden wieder untergehen, muss man ganz nüchtern sehen. Und ein paar, sagen Beile, ist nicht so ganz wahr, wie du sagst. Wir machen seit 2 Jahren, machen wir an denen schon rum. Opportunistisch sind es bei minus 20%, bei minus 30 wird man schon kaufen. Also, und das ist genau dieses Oszillieren, warum wir auf der Messe hier sind und uns genau austauschen. Also von daher. Wir können ja kurz mal einen Blick auf die Megatrends werfen, einmal, wenn man die Folie einblenden kann. Hier, wir sehen praktisch in der Dekade zwischen 2020 bis 2030 eine Vielzahl an distributiven Technologien, die heutzutage eine Vielzahl an Equity gefundet werden. Das heißt, da ist extrem viel Geld. Da ist viel Geld im 3D-Printing, da ist viel Geld in Tech Health, da ist viel Geld in autonomem Fahren, Cloud Computing sowieso, im AI-Bereich ebenso, in Cryptocurrency, in Bitcoin. In all diesen Bereichen wird super, super viel Geld investiert, die ein Bestandteil auch unserer Lebensräume für immer verändert. Selbst wenn, so wie auch Beiler sagt, selbst wenn die Hälfte davon irgendwo verschwindet, da sind wir trotzdem in der Kurve, historisch betrachtet, bei so vielen disruptiven Technologien, wie zu Zeiten, als das Telefon kam, als das Auto eingeführt worden ist. Also das heißt, Lebensräume werden nachhaltig verändert. Und zwar durch die Digitalisierung, also soziale Räume werden verändert durch die Digitalisierung. Ne? Ja. Darf ich mal ein blöden Beispiel, wirklich kurioses Beispiel? Ich darf nicht mehr in ein Lokal gehen, wenn ich meine Töchter dabei habe, Ja. wo nicht vorher geschaut wird, ob es 4,8, 4,9 ist. Das klingt natürlich kurios und blöd eigentlich und ist eigentlich schlimm, weil Du musst für manche hier 4,8, 4,9, was nutzt ihr da als Restaurant Gutachter? Ja, wir stehen davor und erstmal wird geguckt. Wo schaut ihr denn? TripAdvisor? Oder? Google und TripAdvisor. Okay. Google und TripAdvisor, da gibt es manchmal signifikante Unterschiede, was ich sagen möchte. Wir nehmen das Risiko, also ich marschiere halt hinterher, wir nehmen das Risiko nicht mehr und sagen, lass uns mal das Abenteuer Pizzeria, Sushi-Laden einfach mal erleben, trotz einer 3,9, ja. Und das ist, also von daher, ich nutze die Technik, aber ich sehe im negativen Sinn, es ist alles so geplant mittlerweile, ja. Bis zum Regen auf der Fußgängerzone, wo man denkt, gehen wir jetzt oder gehen wir nicht. Ja, du schaust einfach auf Regenradar und das ist wie Zurück in die Zukunft. Könnt ihr euch noch an den zweiten Teil erinnern? Also die so alt sind wie ich, ja. Der zweite Teil von Zurück in die Zukunft. Marty McFly landet in der Stadt, es ist 2015, es regnet in Strömen und der Prof sagt, also nicht Professor Thomas Beierle, sondern der andere Prof, aber sieht so ähnlich aus. Ja? Nur etwas jünger. Und der sagt dann, warte kurz, 10:53 Uhr, 10:54 Uhr, jetzt hört's auf. Und der Regen hört auf. Und das Schlimme ist, wir können es genauso heute planen. Wir können auf die Regenradar-App gucken und minutenweise sagen, wann lohnt es sich rauszugehen und wie lange sollen wir noch hier bleiben. Ja? Also das ist schon interessant. Deswegen, wir machen ja im Moment die Transferleistung jetzt auch zu Immobilien, ja. Kommen wir von TripAdvisor. Wir haben ja im Moment so eine Situation, auf der einen Seite wird das Büro, was immer das ist, totgeredet, weil die arbeiten alle. Ist es denn tot, das Büro? Natürlich nicht, nein. Es gehört als Sounding dazu, sicherlich. Ja. Aber die Frage, das neue Büro, erklären wir gleich, wird natürlich anders sein als vorher das Büro. So, und das interessiert mich, weil ich da wirklich, da streite ich mich die ganze Zeit. Ich sage, ich finde alte Büros toll, aber sie sind unbrauchbar geworden. Und Wartehallen zu bauen, will man auch nicht. Und ich habe es auch schon häufig geschrieben und du auch, Gabi, wenn wir einfach nur einen Obstkorb hinstellen und diese Süßigkeiten-Holzbox, wo man einen Euro reinwerfen will, das ist nicht Büro- und Arbeitsqualität. Das hat auch nichts mit Arbeitskultur zu tun. Das Positive bei der Geschichte, ich strukturiere um, baue aus Carbon Zero, Innenstadt, Funktionsflächen, Modular, Kultur, alles reingepackt. Ja. Habe ich 70, 80 Euro Miete durch die Bankweg bis 2030 in Innenstadt Deutschlands. Jetzt kommen jetzt spinnen da völlig 80, 70 Euro. Bleibe ich aber dabei, natürlich für dieses Segment. Die breite Masse wird natürlich bei 20 Euro to be refurbished. Was macht man denn da mit drin? Und der dritte Satz, wir sind immer auch selbstkritisch, immer noch vorher Büro, nachher Büro. Und das ist wieder ein Risiko. Ich sage nicht, dass ich es weiß, ich sage ja nur, es kristallisiert sich raus, dass in diesem bis 2030 wohl diese urbanen CBDs, nehmen wir es mal ein bisschen verklausuliert, da wird so viel investiert werden mit einem Erwartungshorizont, der ist halt nicht mehr, jetzt uns beide, auf 45 Jahre angelegt, Nutzungsdauer, sondern wir verstehen, akzeptieren, dass es vielleicht nur 15 Jahre geht oder 10. Und deswegen passen die Sachen zusammen, ja. Gabriel, ich stelle die Frage direkt mal an dich weiter. Ihr seid total digital, ihr seid Digital Natives, ihr seid sehr digital unterwegs, ihr seid datengetrieben unterwegs bei der Prea. Habt ihr ein Büro?
Wir haben sogar ein sehr großes Büro in Berlin und größtenteils befinden wir uns auch im Büro und arbeiten im Büro. Okay. Das liegt daran, dass die heutige Möglichkeit von Technologie uns ermöglicht, Routinearbeit, die man sozusagen eigentlich normalerweise sehr gut von zu Hause aus machen kann, die man sozusagen immer wiederkehrende Arbeit, wo nicht gestört wird, wo der Arbeitskollege mal nicht an der Tür klopft oder nicht irgendwie im Raum schreit oder sonst was, ungestört machen kann. Diese Routinearbeit. Deine Kollegen schreien. Manchmal muss man etwas schreien, manchmal muss Okay. das leise sein, das hängt immer davon ab, von der Situation. Nee, Ja. aber entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja. Also die Routinearbeiten, die man zu Hause einfach machen kann. Die einfach machen kann, wo auch sozusagen das Homeoffice auch sehr gut ausgelegt worden ist. Ja. Die werden heutzutage durch sehr komplexe Automatismen erledigt. Das heißt, Routinearbeit, die man 4-5 Mal machen kann, kann heutzutage bestimmte Chatbots ersetzen, bestimmte Themen im Research, bestimmte Algorithmiklösungen für die Datenerkennung oder Datenauslesung, wofür man früher relativ viele ein Team hatte, machen heute Maschinen. Okay. Und das ist der Vorteil, den wir sozusagen in den letzten Jahren investiert haben, dass wir versucht haben, in unserem Unternehmen Automatismen aufzubauen, die dazu führen, dass wir eigentlich mehr im Unternehmen mit uns selber beschäftigt sind. Das heißt, die Arbeit am Arbeitsplatz, alleine zur Arbeit, wird immer geringer, aber dafür der Austausch im Büro, innerhalb eines Meetingraums, innerhalb von bestimmten kreativen Ansätzen, der wird verstärkt. Der ist sozusagen in Teams nicht immer möglich. Man unterhält sich jeden Tag in Teams, aber es ist nicht das Gleiche, mit Thomas hier auf der Bühne zu stehen, wie es mit ihm zu telefonieren. Also da fehlt man die Aura hier. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil wir standen 2019 hier und mussten uns anhören, nicht hier, aber hier auf der Messe, und mussten uns anhören, dass jetzt ja die Programmierer kommen ja gar nicht mehr ins Büro zurück, ja, und Programmierer und SAP und Krise. Und 5 Jahre später braucht man überhaupt keine Programmierer mehr, das macht ja KI oder AI. Also, und du sagst aber, ihr seid alle im Büro. Und das ist ja genau dieser Dualismus, ja. Zwischen den Zeilen kann man rauslesen, man braucht funktionale Flächen, wie immer die aussehen. Auf der anderen Seite wird ein Teil wegfallen. Punkt. Genau da möchte ich einsteigen. Was sind funktionale Büros? Also funktionales Büro ist, ich denke historisch, wer sich daran erinnern kann, irgendwie ein Charles Dickens Roman oder Buddenbrooks. Ne, der alte Buddenbrock geht runter ins Kontor. Das ist das Büro, es hieß Kontor. Ja? Das hatte eine gewisse Aufgabe und wenn man sich das heute anschaut in Museen, super spannend. Oder in Frankreich, wie sah das aus? Die Schreibstube. In München gibt es noch das Schreibhaus in der Altstadt um die Ecke von der Residenz. Ne? Also wer sich das mal anschaut, ein ganzes Gebäude, da wurde geschrieben im 16. Jahrhundert. Dann irgendwann das private Kontor, da war auch ein Safe, das war schwer, das war da, wo man hinging, um zu arbeiten. Ja? Und jetzt haben wir wieder eine Zeit lang gehabt, wir kennen alle die Filme, wie zum Beispiel Das Apartment aus den 50er Jahren. Grandiose Beschreibung des Büros von damals. Ja? Wir schon, aber nicht so diese Alphas da. Ne? Genau. Also sehr zu empfehlen, wer in Büros investiert, Das Apartment mit Jack Lemmon. Unbedingt gucken. Grandioser Film und eine Persiflage auf Büroarbeit Nonplusultra. Es hat sich nichts verändert. Jedenfalls großer Raum, Etage in Manhattan und alle sitzen da mit ihren Schreibmaschinen und tippen und so fort. Das hat sich ja auch verändert. Hieß aber auch Büro. Dann gab es das Büro der 80er, 90er, frühen 2000er. Und jetzt, was ist das funktionale Büro, Thomas? Jetzt haben wir vor allem eine Definition, was es nicht mehr sein darf. Also negativ nach zurückgeblickt, es darf kein Einzelbüro mehr sein, es darf kein Eckbüro mehr sein, es darf keine Stellplätze mehr haben, es muss urban sein, jetzt geht ins Positive, es muss Kommunikationsflächen haben, selbstkritisch, Klammer auf, die letzten 10 Jahre haben wir einfach immer argumentiert, naja, Besprechungsräume, wo 30 reinpassen, das ist ineffizient, weil der Vorstand kommt montags nur und 30 braucht man nicht. Und heute nehmen wir es als Kultur- und Kommunikationsfläche und Besprechungsräume in der kleinen Box. Also von daher, die Geschichte wiederholt sich schon irgendwo, ohne jetzt ein Alibi zu finden, dass es jetzt diesmal besser oder es wird halt anders, ja. Aber ein Punkt ist nochmal wichtig, das ist immer so der Fehler, selbstkritisch. Büro ist Büro und außenrum ist anscheinend nichts. Und dieses Außenrum, ob das jetzt 15 Minuten stadtgleich ist oder ein Mixed-Use-Quartier, das heißt, dieses Denkhaltung von Investoren, Büro als monofunktionales Gebäude, ist ja auch vor der Pandemie schon langsam aufgelöst worden. Und deswegen geht es mehr in diese Richtung, wahrscheinlich habe ich am Schluss noch 70-80% Büroflächennutzung und der Rest ist, ja, was ist der Rest? Also multifunktionale Flächen, aber dann im Quartier, als ideale Welt. Ja. Klar. Also grundsätzlich ein Büro als monofunktionales Gebäude funktioniert eh nicht. Also quasi jede Assetklasse braucht ja den Lebensraum drumherum. Auf die Frage hin, was ist sozusagen heute ein Büro? Ein Büro muss die Flexibilität haben, sich an die Kultur des jeweiligen Mieters anzupassen. Das heißt, klar, kein Einzelzimmer,
aber vielleicht braucht man einige Einzelzimmer aufgrund eines Vertriebs, der irgendwie laut telefoniert oder sonstiges. Vielleicht braucht man größere Meetingräume. Also sozusagen ein modernes Büro ist heute ein Büro, was sozusagen auch die Rasterung hergibt, flexible Grundrisse zu gestalten, auch innerhalb eines laufenden Mietvertrages zum Beispiel. Weil wenn man einen Mietvertrag für 10 Jahre abschließt, kann ja keiner garantieren, dass die Kultur des Unternehmens heute die gleiche ist wie in der Laufzeit von 10 Jahren. Das heißt, die Veränderung muss auch sozusagen kosteneffizient auch umgesetzt werden. Stichwort Mietvertragsverlängerung und Mietvertragslängen. Du hast gerade eben 10 Jahre reingeworfen. Thomas, ich höre da interessante Zahlen, was gewerbliche Mietverträge angeht. Ja, welche? 5, 3 Jahre? Ja, klar, logisch. Ich habe ja vorhin kokettiert mit Nutzungsdauer ND 45 Jahre wegen der Finanzierung, Okay, Büro, monofunktional. Komm, man muss nicht auf die Spitze treiben. Fakt ist aber auch, dass Unternehmen aus einer anderen Planungsperspektive mittlerweile kommen. Und zwar volatil. Mal stellen sie 10.000 ein, dann fliegen wieder 8.000 raus. Lockerer Spruch, ja. Das heißt, die Planbarkeit von Corporates, die ja die größte Nachfragemasse ausmachen auf der Messe hier, die ist überschaubar geworden. Das heißt, dieser 5- oder 10-Jahresplan ist schon dieser 5 am Lotto oder wie man das nennen möchte. Ja? Lassen wir mal öffentliche Verwaltung außen vor. Genau, die öffentliche Verwaltung, die hat dann die 20, 25 Jahre und dann hat man einen Ankermieter und das ist dann die Beamer und das ist fein und dann freuen wir uns, dass Alex das gemietet hat. Ja, warum nicht? Ja? Nur ich gebe halt immer zu bedenken, wir haben die letzten Jahre natürlich die Büchse der Pandora geöffnet, positiv. ESG. Das heißt, was immer das jetzt ist, ich mache natürlich energetische Belange, alles wichtige Dinge, ja, die sind nicht mal ansatzweise eingepreist, weil diese CapEx, die wir eingestellt haben, ich schaue mal uns an, die reichen halt hinten und vorne nicht, wenn ich es übererfüllen möchte. Wenn ich es erfüllen möchte, dann reicht es schon noch, aber das kann ich dann auch umsetzen in Mietsteigerungen, in Stadtlagen, die ansatzweise Carbon Zero Charakter haben, so verklausuliert. Das finde ich das so Schöne, wenn ich mit Thomas und Gabriel auf der Bühne stehen darf und das mache, weil Thomas genau den nächsten Stichpunkt mir sofort zuwirft. ESG und Gewerbeimmobilie. Gabriel, das ist ein Riesenthema. Es geht nicht nur um die Ausgestaltung eines Büros drin, ja, die Funktionalität eines Büros, sondern zunehmend für Corporates, für Mieter auch darum, dass sie selbst nachweisen müssen, dass sie alle ESG-Kriterien erfüllen. Was ist da die Möglichkeit? Welche Möglichkeiten habt ihr identifiziert bei der PREA, um Büros ESG-konform zu gestalten? Also vielleicht grundsätzlich ESG auf Unternehmerbasis basiert ja auf einer Wechselseitigkeit. Das heißt, man kann kein S ohne ein G betrachten. Das heißt, ganz relativ einfach. Man sucht sich einen Unternehmensstandort aus, da wo einerseits es eine gute Anbindung gibt zu den Mitarbeitern. Das heißt, ÖPNV-Verbindungen sollten nicht dann irgendwie 2-3 Stunden sein oder man sollte irgendwie auch einen schnellen Arbeitsweg haben. Weil ein schneller Arbeitsweg führt dazu, dass man auch die guten Mitarbeiter ins Unternehmen ins Büro bringt. Das sind so Themen, man guckt irgendwie sozial, dass der Mitarbeiter nicht lange Arbeitswege hat und am Ende des Tages ist es aus der Governance-Sicht eine richtige Entscheidung gewesen, weil man auch langfristig die richtigen Mitarbeiter bindet. Grundsätzlich, wenn man auf eine Gebäudeebene denkt, auf der Gebäudeebene sind es die Themen der CO2-Neutralität. Das heißt, Unternehmen achten darauf, CO2-neutral zu sein. Deswegen ist auch der Green Lease ein wichtiges Thema. Das heißt, das Gebäude muss auch die energetischen Herausforderungen wiedergeben. Das heißt, wenn wir über eine Logistikhalle sprechen, macht es heutzutage Sinn, auf einer Logistikhalle Solarkraftwerke auf dem Dach zu bauen. Als quasi Energieproduktionsstätte eines Gebäudes. Gabriel, Thomas will kurz ergänzen. Nee, ich bin ja bei ihm. Das ist immer das Neubausegment mit Verlaub. Diese 99% Bestandstransformation ist die Übererfüllung to be discussed, um das mal sehr neutral zu formulieren. Ja? Und das ist nicht repräsentativ, aber die Erfahrung der letzten 5 Jahre. Auch vor der Pandemie lautet. Wenn es Bestandstransformation gibt, in das, was du gesagt hast, ja, dann ist man geneigt, überzuerfüllen. Und das war am Anfang auch so. Und heute 2023, 2024, aufgrund von Marktsituationen, wird eher, ich sage jetzt nicht Minimalprinzip, aber man schaut, dass man so durchkommt. Das heißt, es ist ein Teil von der ESG-Fantasie gekappt worden, ganz brutal, und zwar ökonomisch gekappt worden. Nicht philosophisch oder rational, sondern übererfüllen machen wir nicht. Und die Frage ist, Neubau bin ich bei dir, beim Bestandsbereich, da lavieren wir so rum und machen so Einzelbeispiele. Ist denn Bestandstransformation Büro zu Büro noch zeitgemäß? Es kommt auf den Standard an, also wenn die Kommune sagt, hier Wohnraum schaffen ohne Waffen, dann gibt es halt Möglichkeiten. Und auf den Gebäudestandard und auf den Standort per se, weil sozusagen bestimmte Standorte nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen. Auch wir haben zum Beispiel in der Entwicklung mit Bluestar, ist ja auch hier irgendwie abgebildet als Rechenzentrum. Das Projekt hat eine Baugenehmigung gehabt für 110.000 Quadratmeter Büro. In der Pandemie war das sozusagen dann ein Standort, der nicht mehr in Frage kommt. Und dieser Zeitgeist, also wir sind in der
Immobilienbranche sind wir niemals die Innovatoren. Wir müssen uns immer dem Zeitgeist des Lebensraums anpassen. Wir entwickeln nicht die Homeoffice-Struktur, wir entwickeln nicht neue Bürostandorte, sondern entwickeln die dort, wo die Nachfrage ist. Das heißt, wir bewegen uns nur der Nachfrage. Wir entwickeln ja nicht irgendwie die Innovation per se, sondern wir passen uns der Nachfrage an und die Nachfrage kann sich auch schnell mal verändern. Wir sind halt sehr träge, das ist ja immer unser Phänomen irgendwo. Ich will es gar nicht kritisieren, ist halt so. Aber die Frage ist, was will der Kunde? Und der Kunde, ganz offen, der Kunde weiß oftmals gar nicht, was er wirklich will. Der ist gefangen zwischen Code of Conduct, wir müssen Kultur machen, es muss lichtdurchflutet sein, es darf nicht zu eng sein, es muss genügend Besprechungsräume haben. Ja, die werden doch irre. Und das sage ich immer selbstkritisch, nicht, dass man sagt, das ist die Blaupause für die 10 Jahre. Alles, was im Moment neu gebaut wird, hat, Achtung, einen höheren Risikofaktor in den nächsten 10 Jahren als das, was die letzten 40 Jahre gebaut wurde. Ich sage jetzt nicht, dass früher alles besser war oder heute anders. Ich sage nur, dass wir uns bewusst machen, dass sich Nutzungsstrukturen, das ist also wunderbar erkannt, die werden sich ändern. Ja. Und zwar genauso wie früher mit den Computern, diese Berechnung, die fand ich immer so klasse von einem, alle 2 Jahre oder alle 2 Jahre verdoppelt sich die Rechenleistung. Das ist jetzt vorbei. Dafür haben wir plötzlich die KI, die verdoppelt sich immer schneller. Und die Büronutzung und überhaupt die Nutzung von Gebäuden ist auch nicht mehr so langfristig, sondern auch da die Halbwertszeit einer Nutzungsart, die verändert sich. Gabriel, eine Sache, ihr baut ein Rechenzentrum in Berlin. Ein großes Rechenzentrum. So. Und das ist ja etwas, wir haben die Zahlen gestern schon gehört, mehrfach, das ist etwas, was in den nächsten Jahren wo der Bedarf extrem steigt. Ja, weil Rechenzentren, wenn wir eine Google-Suche haben, im Vergleich zur Rechenkraft, die wir brauchen, wenn wir KI nutzen, im Vergleich dazu, was wir brauchen, wenn wir Videos generieren, ja, das geht exponentiell nach oben. Das hast du gesagt, 1000-fach, wenn wir Videos produzieren, 10.000-fach mehr als sozusagen eine Google-Suche. Google-Suche hat X. Und das 10.000-fache, wenn man ein Video durch AI produziert. Wenn man ChatGPT das gleiche fragt wie Google, verbraucht man 10-mal so viel Strom. So. Und das sagt jedem, der rechnen kann, ich kann es nicht. Ich brauche aber 10-mal mehr Rechenzentrenleistung mindestens, beziehungsweise zwischen 10 und 10.000. Ja? Das heißt sozusagen, Daten werden zu einem physischen Raum, also quasi diese digitalen Daten, die wir eigentlich nutzen, wachsen so rasant, dass sie plötzlich zu einem physischen Raum werden, wie im E-Commerce-Bereich, dass wir Logistikhallen bauen. Das heißt, diese Datencenter werden sich vermehrt über ganz Deutschland, über ganz Europa, über ganz USA, über die ganze Welt entstrecken. Das heißt, da wo wir früher irgendwie Logistikhallen gebaut haben, werden sich parallel auch Rechenzentren ansiedeln, weil die Menge an Daten einfach exponentiell stark wächst. Und nicht nur die Daten, sondern eben auch die Entwicklung, also gerade KI. Ich meine, wenn man so da mit jungen Menschen zu tun hat, die lieben KI und können alles mitmachen und ChatGPT, aber sie wissen, es ist nur das, die Maschine holt nur das aus dem Netz, was im Netz schon ist. Ja. Also braucht man den Homo sapiens schon noch. Was ich aber sagen möchte, diese exponentielle Entwicklung ist ja eigentlich genau dieses Premium, was wir erwarten, wenn wir in den nächsten Jahren da weitergehen. Also überzeugende Geschichte Rechenzentren. Was wir nicht können, ist halt die Mixed-Use-Konzeption. Über dem Rechenzentrum wird gebaut, Wohnen haben wir jetzt auch gelernt und Energie, alles sind, da tastet man so langsam vor, aber die Entwicklung wird viel schneller gehen als vor 20, 30 Jahren, als die Logistikflächen so waren, dann waren sie nach 10 Jahren so, jetzt sind sie so. Ein Beispiel zu den Logistikflächen. Wir haben irgendwie vor 6 Jahren haben wir angefangen, SaaS-Lösungen zu entwickeln für die Bewertung von Immobilienlagen. Dann haben wir mal mit Logistikentwicklern gesprochen, was braucht ihr denn eigentlich für Verantwortung? Die meinten, Benchmarking, Miete ist eigentlich alles ziemlich klar, das ist ziemlich transparent, die Daten, wie kriegen wir das? Die einzige Frage, die uns die Mieter stellen, wenn wir an diesem Standort mieten, kriegen wir dann so viele Mitarbeiter mobilisiert, dass wir überhaupt auf volle Leistung dieses Logistikcenter betreiben können? Das war eine Frage, die letzten 4, 5 Jahre gestellt worden ist. Und jetzt? Die wird in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich nicht mehr notwendig sein, genau, weil Logistikcenter stärker und stärker durch Robotik betrieben werden. Amazon hat heutzutage mehr Roboter als Mitarbeiter im Unternehmen. Meine Frage zu Rechenzentren, ist das eine Assetklasse für sich? Kann man das so sagen? Ja, vor allem ist es erstmal ein Hype wiederum und da gehen schon wieder 40, 80%, lassen wir mal. So, aber dieser Hype, der ist sehr schnell gekommen. Er ist begründet, rational begründet durch diverse technische Aktivitäten. Das ist einfach der Bedarf, der gedeckt werden muss. Richtig, genau. Und nochmal selbstkritisch, nicht 25 Jahre Nutzungsdauer reinschreiben, wie man bei manchen Ankaufsvorlagen noch sieht, wo ich denke, Leute, bin ich schon wirklich so alt, dass ich jetzt schon mich aufreg. Ich sage auch nicht 2,5 Jahre, dann
ist gut, aber die Wahrheit liegt genau im unteren Drittel. Und das ist, glaube ich, das Neue für die Branche. Immer selbstkritisch, wenn man halt sozialisiert wurde über 20, 30 Jahre, dass es immer ein Leben über 20 Jahre plus gibt, dann muss man anerkennen und das spiegelt sich hoffentlich dann in der Renditeanforderung. Das ist ja immer das, wenn man sagen kann, die Rechenzentren sind eine normale Assetklasse geworden, ein bisschen gehypt und alles gut, aber das gehört zum Markteinsprung immer dazu. Die wird heute gehypt, aber es ist eine Assetklasse, die ja eigentlich schon seit über 10 Jahren existiert und noch länger. Die ist natürlich nach Europa übergeschwappt, aber auf dem US-amerikanischen Markt existiert die seit Ewigkeit. Der größte REIT der Welt ist ein Data Center REIT. So, egal welchen REIT man nimmt, ob in Büroimmobilien oder Logistik etc., der größte REIT der Welt ist jemand, der nur Datacenter besitzt. Auf der anderen Seite, ich meine, man muss es ja auch immer auf dieses nette Land sehen, fokussieren. Man hat sich aus Atomenergie verabschiedet und macht jetzt andere Funktionen, ja. Da hat es natürlich auch so ein Geschmäckle, sagt der Halbschwabe, ja. Das heißt, in dem Moment ist die Hardware fantastisch, Software sowieso, aber wo kommt es denn her? Ja, wir stehen vor gewissen Herausforderungen in Deutschland. Übrigens, ich habe es noch nie erlebt, kann man mal ein bisschen sagen, hören noch ein paar zu. Ja. Der Erwartungshaltung eines Regierungswechsels nächstes Jahr wird mittlerweile offen gesprochen auf Podien. Nehme ich jetzt einfach mal so, ich habe es nicht gesagt, ich sage nur, wow, was geht denn hier gerade ab? Und zwar speziell aus der Wohnungswirtschaft. Unser Thema, aber interessant. Also das heißt, die Branche hat auch gewisse Erwartungshaltung. Also auch aus anderen Branchen, wer heute Handelsblatt gelesen hat, BASF, wieder der Vorstand der BASF, der sagt, wir müssen für das Land was tun. Und das ist ja das zweite Mal im großen Interview. Das ist tatsächlich sehr, sehr viel offener, diese Kommunikation. Ja. Und da wir jetzt genau dabei sind, bei den großen politischen Themen und dem geopolitischen Ausblick, Gabriel, ich habe jetzt mehrfach schon gehört, wir müssen uns vielleicht davon verabschieden, dass Deutschland irgendwie zu den großen Industrienationen gehört, dass Deutschland da ganz vorne mitspielt. Was sagst du? Wir sind nach wie vor eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Im Moment nicht aufgrund unseres eigenen Zutuns, sondern weil Japan etwas geschwächelt hat, wieder nach vorne gerutscht. Ich fand das ganz charmant, wie die Politik das gleich als positives Ergebnis für sich verbucht hat. Aber wo siehst du die Entwicklung Deutschlands in Europa angesichts der geopolitischen Krisen, der Krieg in der Ukraine, Nahe Osten, die noch nicht klaren Ergebnisse der Wahl in den USA, FPÖ in Österreich, die letzten Wahlergebnisse in Ostdeutschland. Wie ist eigentlich dein Blick auf Deutschland? Man darf nicht vergessen, Deutschland hat eine historische Grundinfrastruktur, die sehr groß ist. Das heißt, wir haben sehr viele Unternehmen, die sehr wohlhabend sind. Wir haben sehr viel Liquidität in diesem Lande und wir kommen aus einer Stabilität, die auch noch einen langen Atem hat. Das heißt, wir haben sozusagen eine Grundstruktur, die andere Länder nicht haben. Dass wir aktuell keinen großen Wirtschaftswachstum aufweisen können, liegt daran, dass wir uns an den großen disruptiven Technologien nicht beteiligen. Das heißt, die Innovationskultur entsteht nicht in Deutschland. Aber wir haben die notwendige Infrastruktur, um diese irgendwann mal anzuwenden. Das heißt, auch wenn wir die selber nicht entwickeln, können wir in unserem Lebensraum, der einen hohen qualitativen Lebensraum auch abbildet, zukünftig auch diese Technologien nutzen. Wir haben in den anderen Future Stages Aufträgen über Speicher gesprochen. Ja. Speicher ist eine disruptive Technologie, die einerseits eine eigenständige Assetklasse ist. Ich hatte gestern Termine gehabt mit Investoren, die im Anforderungsprofil Speicher haben. Die suchen aktiv hier auf der Immobilienmesse, wer ihm Speicher verkauft. Das ist eine Assetklasse, die jetzt auf den Markt kommt. Speicher ist ein Thema, was sozusagen unser Problem mit der erneuerbaren Energie lösen wird. Wenn es erstmal kommt, können wir unsere Energiepreise regulieren und kommen wieder sozusagen auf diesen historischen Stand zurück, wo wir mal herkamen. Das heißt, wir befinden uns aktuell in einer Welle, in einer Delle, die auch groß ist, aber die grundsätzliche Struktur in Deutschland ist hervorragend, um auch aus dieser Krise wieder herauszuwachsen. Thomas, deine Einschätzung? Sagt ein junger Mensch mit Fantasie nach vorne. Ja? Wir müssen jetzt wieder sagen, der kranke Mann Europas, Economist vor 20 Jahren. Komm, also ich schließe mich da an, aus einem einfachen Grund. Es ist natürlich auch kommunikativ heute alles sehr oszillierend irgendwo. Ich habe mich vor 2 Wochen wieder aufgeregt, als VW dann hochkam und es hat sich ein Politiker hingestellt, wir müssen über eine Umweltprämie, das hieß dann für uns Abwrackprämie, unterhalten. So, ich soll jetzt VW kaufen, stereotypisch ohne Werturteil, um Gottes Willen, damit eine Industrie gerettet wird. Dies versammelt hat, uns einzuschätzen, dass wir 2025 oder 2024 vielleicht doch E-Mobilität machen sollen. Bashing Ende. Was ich damit sagen möchte, die Antwort kann nur lauten, in Investitionen in Infrastruktur und zwar alles. Nicht die Brücken, nicht die Bahnhöfe, sondern alles.
Die Frage ist aber, was braucht man noch, in welcher Qualität, Intensität und was braucht man nicht mehr? Und dieses nicht mehr, es ist unser Problem. Natürlich legt man manche Strecken still, um sie 40 Jahre später wieder auszugraben. Das will ich auch nicht werten, ist halt so nach der Einheit gewesen. Aber also für mich wäre die professorale Antwort, längerfristig einen Lohn auflegen und sagen, jetzt habt ihr mal 20 Jahre, stehen wir nur im Stau, negativ, positiv. Deine Kinder werden mal irgendwann sagen, boah, die haben die besten, tollsten Datentransfer, Breitband, Autobahnen, wie auch immer, ja. Und vor allem haben wir auch wieder Menschen, die sich hier ansiedeln, Unternehmen, die sich ansiedeln und sagen, Mensch, irgendwie kann man hierher kommen, weil ich habe weniger Auflagen wegen den Kröten, Bashing. Ich habe weniger Auflagen wegen Mitarbeiterschutz, kein Bashing. Ich habe weniger Tax, ich habe weniger. Also Singapur-Modell. Ich finde das wunderbar. Wir haben zum ersten Mal geschafft zu überziehen. Danke, Thomas. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass Sie Teil der Future Stage der PREA auf der Expo Real 2024 waren. Vielen Dank, Thomas, dass du dabei warst. Danke. Vielen Dank, Gabriel, dass du dabei warst. Ich wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Expo und ich finde, wir haben auf einer positiven Note geschlossen und das ist gut. Ja, wir haben eine Infrastruktur, wir müssen sie anpacken. Vielen Dank. PREA.